Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und heute geht es hier unten am See weiter. Den haben wir in der letzten Runde doch so gestaltet, dass jeder letztendlich, würde ich sagen, zufrieden ist. Heute werden wir hier an dieser Stelle weitermachen, das heißt wir führen diesen Fußweg hier weiter entlang und es ist viel Fläche zu bearbeiten. Mal sehen, ob wir so ein bisschen Seefeeling hier hinbekommen. Viele Sachen werden heute hier entstehen. Ein Holzsteg, ein verliebtes Pärchen. Den Angler werde ich doch tatsächlich dann auf den Holzsteg wahrscheinlich setzen. Ja, aber jetzt erstmal hier los mit den einzelnen Plates und Teils, die ich hier setze. In hellgrau. Ich habe die braunen Pflanzen da drin, die grünen kleinen Blüten, dunkelgrüne. Es ist alles Mögliche da drin und es tut heidenweh an den Fingern. Dieses kleine Stückchen auf dieser Seite muss natürlich auch noch geschlossen werden und es ist richtig viel zu tun. Nachdem ich dann jetzt hellgrau, braun und dunkelgrün gesetzt habe, fange ich jetzt an, noch andere Erdfarben zu benutzen und den Rest dann quasi wieder mit Grün und anderen Sachen, Olivgrün, Dark Green, dementsprechend aufzufüllen. Wenn auch dann dieses kleine Stückchen hier dann fertig ist, geht es dann so langsam zur Begrünung Richtung See. Also zwischen Weg und See werden wir dann auf jeden Fall schön begrünen. Ja, das ist doch mal eine beachtliche Fläche, wenn wir mal die Fundamentgröße des Stellwegs mal nehmen, das ja ungefähr hier stehen soll. Ja, das sind ungefähr 100 Noppen, 10 mal 10. Ja, nicht ungefähr, sondern ziemlich genau. Wenn wir die jetzt hier hinlegen, sieht man ungefähr, dass 100 Noppen ungefähr hier sind, 200 Noppen hier und 300 Noppen hier. Das heißt, ich habe circa 300 Noppen jetzt gerade hier belegt. Mit 1×1, ja, es ist mal wieder eine Fleißarbeit. So, und jetzt mache ich mich so ein bisschen hier an das Böschungsgrün dran und das ist auch einiges. Nee, halt, stopp doch eben. Da müssen wir noch mal eben kurz drüber nachdenken. Wo soll ich den Holzsteg wohl hinmachen? Also ich bin dafür, dass ich eine nicht hier hinmache, sondern hier die Bank mit dem Pärchen vielleicht hinmache und den Holzsteg lieber vielleicht hier hinten hinsetze, auch wenn hier dann mal das Stellwerk stehen sollte. Man wird den Steg trotzdem noch sehen. Nur hier, so nah an der Gischt, möchte ich es nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall mein Vorhaben. Kommen wir hier jetzt einmal zu der Uferbegrünung. Ja, auch hier werde ich ganz viele Teile benutzen, große, kleine, immer wieder überlappend und immer auch wieder doppelt und dreifach belegt, damit es hinterher dementsprechend gut aussieht. Hier füge ich jetzt gleich noch eine kleine Fläche ein, die hatte ich erst vergessen, für die Bank, die ja noch dahin sollte mit dem verliebten Pärchen. Ja, und das kommt natürlich gleich auf jeden Fall auch dahin. Ja, und da sitzt er schon, der Einsteinselee mit seinem Freund und genießt hier den Blick auf den See. Ja, ich glaube, die erste Szene hier ist soweit gut gelungen. Ist natürlich noch nicht alles, wir müssen ja noch den Holzsteg machen. Ja, bevor wir das machen, werde ich mich jetzt hier aber an dieses Grün machen und dann kommen wir zum Holzsteg. Und weiter geht es hier am Uferbereich zwischen Weg und See. Ja, es ist richtig viel zu tun. Ihr seht, die Hände laufen und laufen von links nach rechts wie verrückt. Aber es soll hinterher gut aussehen und das ist das Ziel. An dieser Stelle hier hinten habe ich ein Teil eingefügt, 2×4 in grün, da kommt gleich der Steg hin, zu dem wir jetzt kommen. Kommen wir jetzt hier einmal zu meinem Steg, den ich gebaut habe. Auch hier habe ich mich nicht lumpen lassen, habe ihn aus den verschiedensten Teilen gebaut. Ich drehe mal so ein bisschen hin und her, damit man das genau sehen kann. Hier unten auch die 1×1 Teils in Transclear drauf, damit das ganz gut aussieht, wenn er gleich da steht. Das zeige ich euch mal, ich habe das natürlich schon getestet. Also sehr viele Teile sind hier definitiv verbaut. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele, aber ja, können wir ja mal so eine kleine Schätzfrage von machen. Ich zähle das dann auf jeden Fall mal nach. Er wird nur aufgelegt, er wird nicht fest gedrückt irgendwo an Noppen und das zeige ich euch jetzt erstmal. So, an dieser Stelle seht ihr jetzt dieses 2×4 Teil in grün. Wenn ich jetzt den Steg nehme, kann ich den einfach hier auflegen
und auch ein bisschen variieren, in welche Richtung er stehen soll. Das macht überhaupt nichts aus. Das ist eigentlich ganz praktisch so. Und wenn wir dann noch den Angler dazusetzen, den ich da vorbereitet habe, der schon kräftig am Ziehen ist, und ein kleines Körbchen mit einem Fisch dabei, den er schon gefangen hat. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ich werde noch hier 1, 2 Fliesen gleich mal wegnehmen, damit da so ein bisschen Gischt entsteht, wie der Fisch aus dem Wasser kommt. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Ich habe so ein bisschen Transclear-Fliesen hingemacht, so ein paar Käseecken. Aber ja, das Licht spiegelt ein bisschen. Ich glaube, diese Szene ist ebenfalls gut gelungen. Und ich finde, wir haben heute hier echt einen sensationellen Baufortschritt hingelegt. Sehr kleinteilig wieder, aber dafür haben wir den See wunderbar eingefasst. Es sieht richtig klasse aus. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ja, und damit ist das Video eigentlich zu Ende. Und damit frage ich natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und eins ist klar, ich muss hier immer weiter an der Wand lang. Das heißt, wir müssen ab hier anfangen, ein bisschen höher zu gehen wahrscheinlich, um den Berg zu gestalten. Oder vielleicht doch Richtung Stellwerk, mal sehen. Dafür müsste ich aber erst hier noch ein Kabel verlängern einmal. Gut, jederzeit machbar, alles kein Problem. Also, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss.